Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal Was tun, Herr Ingenieur. Heute wollen wir uns mal mit dem Ausfallschutz beschäftigen. Wozu ist der Ausfallschutz überhaupt gedacht? Also seit der neuesten Fritz-Version, also der 8er Version vom Fritz OS, gibt es eben diese Funktion, dass man zusätzlich zu dem normalen Internetzugang über DSL oder Kabel sich noch einen zusätzlichen Internetweg bereitstellen kann, der im Falle eines Falles, dass das Hauptinternet ausfällt, dann da einspringt. Da gibt es verschiedene Wege, aber wir werden uns in diesem Video hauptsächlich um einen Weg kümmern, der grundsätzlich nichts zusätzlich kostet. Aber das ist ein kleines Sternchen dran. Natürlich kostet er irgendwas, aber normalerweise hat man ein Handy parat, das auch irgendwie internetfähig ist. Und dieses Handy kann man dann an die Fritzbox koppeln und hat darüber einen Ausfallschutz bzw. ein Notfall-Internet. Das kann man natürlich auch machen, indem man sein Handy zum Hotspot macht und dann da alle WLAN-Geräte kombiniert dran und die koppelt. Das geht, aber der bequemere Weg ist hier die ganze Box über ein Handy ans Netz zu bringen und dann hat man die gesamte Funktionalität, die man sonst auch im Netz hat, einfach über den Handyzugang. So, da geht's gleich los. Wo ist der denn überhaupt? Also, der befindet sich unter Internet, Zugangsdaten und dann Ausfallschutz. Muss ich gleich sagen, ich finde es sehr unglücklich gelöst. Also irgendwie gehört er aus meiner Sicht da nicht hin. Ich hätte den irgendwie bei Mobilfunk untergebracht oder als eigenen Reiter hier, aber unter Zugangsdaten, nun gut, so haben sie es halt gemacht. Also hier muss man den Ausfallschutz aktivieren. Dabei hat man zwei Varianten. Einmal USB und einmal LAN, wobei man alle LAN-Ports verwenden kann, also auch den WAN-Port, den man dann als LAN-Port konfiguriert hat. Wenn man den über LAN-Ports anspricht, den Ausfallschutz, dann braucht man einen eigenen Router oder Switch, der eben über eine SIM-Karte direkt Internet auf einem LAN-Port zur Verfügung stellt. Dann kann man den da anschließen. Einzige Bedingung ist dabei, man muss ihn direkt anschließen. Also man muss dann wirklich hier den Port auswählen und dann 1:1 an den Port mit einem LAN-Kabel das anschließen. Man kann keinen Switch dazwischen schalten oder irgendwie übers Netzwerk das machen. So, wir machen aber heute die Verbindung über USB und da gibt es auch zwei Varianten. Einmal, indem man einen Mobilfunkstick verwendet, indem man direkt eine SIM-Karte einlegt. Aber den muss man dazu erstmal kaufen und braucht dann auch noch eine extra SIM-Karte mit Vertrag. Bei den LAN-verbundenen Mobilfunkroutern ist es ja noch viel schwieriger. Braucht man auch alles teuer. Die günstigste und einfachste Methode, auch wenn man es halt nicht dauerhaft braucht, sondern nur ab und zu, ist es einfach über sein Handy zu machen. Dazu wird das Handy richtig konfiguriert und per USB direkt an die Fritzbox angeschlossen. Das zeige ich euch aber alles in dem Video. Also erstmal wählt man hier aus, dass man über USB das Handy ankoppeln will. Später steht hier unten drunter, ob ein USB-Gerät erkannt wurde. So, ich habe mal hier den Highlighter von der Mauspfeil angeschaltet. Hier gibt es noch zwei Einstellungen, die man da machen kann. Einmal kann man sagen, nach welcher Ausfallzeit vom Internet, also vom Hauptinternet, DSL oder was auch immer ihr verwendet, Kabel oder so, das überhaupt aufs Handy umschalten soll. 1 Minute ist hier eingestellt, aber je nachdem, welcher Anwendungsfall das ist, kann man auch weniger einstellen. Man kann hier 30 Sekunden, 10 Sekunden oder ohne Verzögerung direkt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum braucht man überhaupt eine Verzögerung? Eigentlich will man doch immer sofort gleich das Internet haben. Und der Grund dafür ist, dass es ja manchmal Schwankungen geben kann oder das Netz nicht ganz stabil ist und dann kommt und geht und so. Gerade wenn man gerade so eine Situation hat, wo man da von Ausfällen redet, da kann es sinnvoll sein, ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen, bevor man umschaltet. Sonst ist der nur noch am Umschalten. Genau dasselbe gilt beim Zurück. Da sind jetzt hier 30 Minuten, das ist ein bisschen viel. Also wenn das Internet wieder da ist, dann würde ich sagen, nach 10 Minuten kann er dann wieder vom Handy zurückschalten auf das Original. Es kann ja auch sein, dass das erstmal kurz funktioniert und dann geht es mal wieder nicht, so wie das ist bei solchen Ausfällen. Okay. Was man noch beachten muss, sind IP-Adressen. Also wenn man das über LAN hier macht, dann muss man einen anderen IP-Bereich nehmen in diesem SIM-Kartenrouter oder dem Stick, als die Fritzbox selber hat. Sonst gibt es da Konflikte. Bei USB muss man daran nicht denken. So, das war das eine. Jetzt gehen wir zu Mobilfunk. Das ist direkt darunter. Und zwar muss man hier dann den Ausfallschutz überhaupt erstmal aktivieren. Das heißt,
wenn Mobilfunk, dann Ausfallschutz über Mobilfunk. Und dann darunter kann man noch eine Einstellung ändern, die ist so ein bisschen nebulös geschrieben, Kompatibilität für Mobilfunkgeräte. Was da genau sich ändert, steht da gar nicht dabei. Also wenn es Probleme gibt, soll man den Haken setzen und gucken, ob es dann funktioniert. Mehr oder weniger ist das alles, was sie dazu sagen. In der Hilfe ist auch keine Info. Dann noch ein Hinweis, was nicht funktioniert, wenn man das so als Ausfallschutz macht, und zwar Internettelefonie und ankommende VPN-Verbindungen werden also nicht mehr aufgelöst. Das sind quasi die Einschränkungen von dem Ausfallschutz. Okay, gut. Jetzt zeige ich euch nochmal, was man beim Handy einstellen muss, damit das gut funktioniert. Und dann probieren wir es mal aus. So, ich bin jetzt hier virtuell auf meinem Handy, damit ich das aufzeichnen kann. Und das Erste, was ihr machen solltet, ist, das Handy erstmal das WLAN abzuschalten. Weil es sonst passieren kann, dass euer Handy quasi eine Verbindung aufbaut mit der Fritzbox. WLAN wird wieder bereitgestellt und dann connectet sich das Handy mit seinem eigenen WLAN über die Fritzbox. Das ist quasi so im Ring rum. Die Fritzbox hat zwar eine Schaltung, um sowas zu erkennen und nimmt das dann wieder raus, aber das führt zu Chaos. Also als allererstes WLAN ausschalten. Das andere habe ich sowieso aus, weil das brauchen wir im Moment nicht. Als nächstes ist es so, wenn ihr die Fritzbox per USB mit dem Handy verbindet, dann entsteht dann oben im Handy so eine Anzeige. Können wir mal gucken. Und dann könnt ihr die USB-Einstellungen nochmal ändern. Hier bei den USB-Einstellungen sollte USB Tethering oder Tethering, ich weiß nicht, wie man das spricht, aktiviert werden. Und so kann man es an die Fritzbox dann anschalten. Das ist jetzt bei mir ausgefallen, weil jetzt die Verbindung zum Handy abgebrochen ist, wenn ich das hier umschalte, weil ich es auch über USB hier anzeige. Aber wie gesagt, erstmal WLAN aus, dann USB-Einstellungen Tethering aktivieren. Hier bin ich jetzt wieder auf meiner Fritzbox eingeloggt und jetzt gehen wir wieder zu Zugangsdaten und dann Ausfallschutz. Ja, normalerweise zeigt er hier an, wenn er verbunden ist. Das ist noch so ein kleiner Bug. Da klicken wir jetzt nochmal auf USB und dann zeigt das doch an. Also da könnt ihr dann überprüfen, ob es geklappt hat. Und dann sagt er dann Mobilfunkstick. Stimmt natürlich nicht ganz, es ist ein Handy, aber okay. Samsung Android erkannt. Also wir sind jetzt verbunden. Er hat den Ausfallschutz gefunden. Und darüber würde er dann auch den Ausfall im Falle eines Falles aktivieren. Wir probieren das jetzt auch mal gleich aus. Wir sagen jetzt soll ja ohne Verzögerung soll er das machen. So, fertig. Und jetzt würde ich einfach mal den Stecker vom DSL ziehen und mal gucken, ob tatsächlich dann die Übernahme erfolgt. So, in der Übersicht hat das auch geklappt. Da schreibt er dann hier Ausfallschutz. Die primäre Internetverbindung ist derzeit nicht verfügbar. Der Ausfallschutzverbindung wird aktiviert. So, Ausfallschutzverbindung ist aktiviert. Das ist, wenn man da auf Details anzeigt. Also, das funktioniert. Hier rödelt er noch ein bisschen rum, aber macht nichts. Vielleicht liegt das auch an der Laborversion. Aber das ist das System, wie der Ausfallschutz eingerichtet wird und funktioniert. Und dann steht dann hier Ausfallschutz über USB. Schön, wenn es klappt. Okay, erledigt. Ich bin jetzt nochmal über Online-Monitor-Verbindungsdetails reingegangen und habe geguckt und da steht dann tatsächlich ein grüner Button, ne, Ausfallschutz über USB verbunden und mein normales Internet ist erstmal IPv4, er baut sich jetzt ja gerade wieder auf, IPv6 kommt bestimmt gleich. Ja, jetzt ist es da, jetzt ist es wieder DSL, also ihr habt gesehen, so funktioniert das, so wird das umgeschaltet. Also jetzt wart ihr live dabei, also es funktioniert sowohl in der einen als auch dem anderen Weg. Super. So, noch ein kleiner Tipp zum Schluss, was ihr auch noch einstellen solltet. Da ihr ja das Handy über USB an eure Fritzbox koppelt, ist es sinnvoll dafür zu sorgen, dass USB weder abgeschaltet wird, noch Energiesparmodus aktiv wird, noch nur mit USB 2.0 läuft. Das Ganze geht unter Heimnetz, USB-Speicher, USB-Einstellungen. Und dann sollte man hier USB 3.0 aktivieren und die Energiesparfunktion auf Nie schalten,
damit der einem da nicht dauernd hier dazwischen fährt. Sonst schaltet der USB ab und wenn dann ein Ausfall ist, dann müsste er erst wieder das Handy finden und ob das dann wirklich auch so aufwacht, ist die Frage. Also ich würde das so machen, dass ich das in dem Fall, wenn ich sowieso mein Handy daneben lege, dann würde ich die Energiesparfunktion in dem Fall nicht aktivieren. Ist ja sowieso nur eine Sache, die man nur vorübergehend macht. Wenn man also Angst hat, dass das Netz ausfällt oder wenn das Netz ausgefallen ist und man möchte auf die Weise ein Netzwerk kurzfristig übers Handy zur Verfügung stellen. Ja, und ganz zum Schluss noch, es gibt wahnsinnig viel aus der Entwicklung in Fritz Labor. Also ich kriege das gar nicht alles hin, das alles aufzuzählen, was jetzt alles neu ist. Hier sind sämtliche Boxen, die da im Moment irgendeine Laborversion haben, nimmt überhaupt kein Ende. Und auch meine Box ist jetzt im Moment wieder in der Laborversion. Die 8.24, glaube ich, ist es gerade. Und da sind einige Neuerungen wieder dabei, aber jetzt nichts Großartiges, sind hauptsächlich Bugfixes und lohnt also jetzt nicht unbedingt, dass ich da einzeln drauf eingehe. Aber guckt doch mal hier auf der Seite bei fritz.com, ob eure Box vielleicht dabei ist, ob da irgendwas für euch Interessantes, Neues dabei ist. Es sind also wirklich die wichtigsten großen Boxen sind eigentlich alle mit im Labor im Moment, also auch die Cable-Boxen und was es da gibt. Die machen da so einen Rundumschlag gerade. Es ist sogar so gewesen, dass die Repeater auch eine Laborversion haben. Die sind jetzt hier gar nicht aufgeführt. Aber auch die hatten eine, ist aber jetzt abgeschlossen. Das ist jetzt finalisiert. Also guckt einfach mal, ob da was dabei ist. Ich werde in Zukunft nochmal, wenn die Laborversion jetzt wieder endgültig fertig ist, eine Zusammenfassung bringen, was alles neu ist. Und ansonsten bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.